Angeln in der Nordsee. Das war bis letztes Jahr noch unbekanntes Terrain für mich. Die Familie meiner Freundin war schon gefühlte 100 Mal an dem Ort in Dänemark, der als das Mekka der Heringsangler gilt. Aber auch Makrelen, Wolfsbarsche, Hornhechte und sogar Lachse sollen hier zu fangen sein. Selbst Aale. Wir bereiteten uns also vor, packten Zander und Meervorruten ein und hofften, unsere erste Nordseebeute zu machen. Hvide Sande liegt am Holmslandglied, einem schmalen Küstenstreifen, der den Ringkøbing-Fjord von der Nordsee trennt. Durch eine Schleuse im Hafen wird der Wasseraustausch reguliert. Gleichzeitig ist hier die einzige Möglichkeit für die Fische in den Fjord und zurückzuziehen. Riesige Dünen und ein breiter Sandstrand lassen hier nicht den Eindruck entstehen, dass man sich auf dem Festland befindet. Der ganze Küstenstreifen ist sogar noch geprägt durch Hitlers Atlantikwall. Insgesamt 1800 Bunker errichteten die Nazis zur Verteidigung gegen die Alliierten. Wir buchten uns also ein kleines Haus bei Ferienpartner und wohnten eine Woche lang mitten in den Dünen. Beim Angeln probierten wir uns zuerst an der großen Außenmole. Zwischen 2011 und 2013 wurden die Wellenbrecher aus gigantischen Felsen weit in die Nordsee errichtet. Als Angler kann man im Kopfbereich somit super im tiefen Wasser angeln. Lost inside the haze lies of my 3 children. Beim Strandspaziergang trafen wir auch noch andere Räuber, wenn auch nicht mehr in der besten Verfassung. Aber wir wussten, irgendwas muss hier rumschwimmen. Travel through the hills of Carolina with no pretending. Weht der Wind hier mehrere Tage von Osten, also von Landseite, dann hat man hier super Chancen auf Makrele. Wir hatten nur kurz das Vergnügen, so wie hier dargestellt, zog ein Schwarm Futterfisch wie ein Teppich an der Mole vorbei. Die Makrelen standen darunter und peitschten den kleinen Fisch an die Oberfläche. So schnell wie das Schauspiel begann, so verschwand es auch wieder. So let's ride on up and head to Georgia, and let's sing till the stars show what's in store, and let's dance on the top of every mountain down to the shore. Then we'll put them down to rest, for tomorrow holds another day for living. I've never wanted any other home than the one inside them. In der Dämmerung zogen wir dann zur Innenmole weiter. Die Molen sind hier etwas zugänglicher und weniger gefährlich als die zum Teil glatten Felsen weit draußen in der Nordsee. Der Abend war besonders. Die Fahrrinne war voll mit Fisch und es peitschte phasenweise an der Wasseroberfläche. Für uns war das ein Indiz, dass wir es in Zukunft hier wieder versuchen wollen. Vor allem, weil der Andrang geringer ist und man nicht Schulter an Schulter mit anderen Anglern sowie an der Schleuse vorne steht.
Von den vielen Angelplätzen sind die zugänglichsten die gelb markierten Plattformen an der Schleuse. Hier herrscht jedoch auch der größte Angeldruck und man läuft Gefahr, in die Schnüre seines Nebenmanns zu werfen. Anglerfreundlich liegt aber auch die Filetierhalle im Blau, wo man Eis zum Kühlen der Fische erhält und seinen Fang sogar in einen Räucherofen legen kann, als auch die 2 Angelläden, die ich rot markiert habe. Auf dem gesamten Hafengelände haben wir also 4 Engstellen, wo man überall seinen Fisch fangen kann. Gefangen haben wir nur massig Heringe, aber auch kleine Makrelen, die leider untermaßig waren. Für dieses Jahr nehmen wir uns Hvide Sande noch einmal vor. Vor allem die Innenmolen am Abend peilen wir dann nochmal an. Wichtig ist die Pultbrille nicht zu vergessen, um die Schwärme besser zu erkennen. Vorsicht auf den rutschigen Felsen und ruhig auch mal eine Pose auf Aal auslegen. Selbst am Tag konnten wir im Tang direkt an den Kanten im Hafen fette Brackwasser-Aale beobachten. Was daraus wird, seht ihr dann in unserem nächsten Trip. So let's ride on them up and head to Georgia, and let's sing to the stars, show what's in store, and let's dance on the top of every mountain down to the shore.